Es ist still, nur ihr Atem, regelmäßig und ruhig. Sie schläft, oder versucht es zumindest. Ich weiß es nicht genau. Ich liege neben ihr, aber mein Kopf ist hellwach, wieder mal. Ich würde ihr gern so viel sagen, aber ich tue es nicht. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich oft nicht weiß, wie. Und während ich ihr beim Atmen zuhöre, frage ich mich zum 1000. Mal: Wie hält man Liebe fest, wenn der Schmerz alles durchdringt? Ich weiß nicht, der wievielte Abend das heute ist, wahrscheinlich der 1000. oder mehr. Seit 15 Jahren sind wir zusammen. Und irgendwann, ein paar Jahre später, kam diese Krankheit in unser Leben. Erst leise, dann laut. Und seitdem ist alles anders. Heute war wieder so ein Tag. So einer, an dem alles zu viel war. Der Brief von der Krankenkasse. Die Sache mit dem Arzttermin, den wir wieder absagen mussten. Ihr Blick, als sie das getan hat. Dieser stumme Blick, der mich anschreit, ohne einen Ton zu sagen: Ich will das alles nicht mehr. Ich habe sie dann gefragt, ob sie was essen mag. Aber sie hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß, was das heißt. Es heißt: Bitte tu so, als wäre alles okay. Ich schaff das schon. Und gleichzeitig: Bitte lass mich in diesem ganzen Scheiß nicht allein. Und ich bleibe. Natürlich bleibe ich. Aber ich weiß manchmal nicht, wie ich bleiben soll, ohne dabei selbst zu verschwinden. Verstehst du das? Ich liebe sie. Das ist keine Frage. Ich würde sofort tauschen, wenn ich könnte. Ich habe das so oft gedacht, wenn's doch nur mich erwischt hätte. Ich bin stärker. Ich hätte das vielleicht besser wegstecken können. Aber so funktioniert das Leben nicht. Es ist einfach nur gemein. Ich beobachte sie. Ihre Stirn ist ganz glatt. In diesem Moment wirkt sie fast unberührt, so als wäre alles in Ordnung. Aber ich weiß es natürlich besser. Ich kenne die Nächte, in denen sie plötzlich aufschreckt, weil der Schmerz wieder irgendwo im Körper zuschlägt, als hätte jemand eine Nadel ins Fleisch gerammt. Ich kenne die Tränen, die sie leise in ihr Kopfkissen weint, weil sie keine Kraft mehr hat. Ich kenne das Schweigen, das zwischen uns steht, wenn sie merkt, dass ich keine Worte finde. Und trotzdem fragt sie mich manchmal: Was belastet dich? Wie soll ich ihr das erklären? Dass ich Angst habe vor dem Morgen, vor der nächsten Diagnose, vor der nächsten Enttäuschung und davor, irgendwann nicht mehr genug zu sein. Nicht mehr der Mensch, der sie auffängt, wenn sie fällt, sondern einer, der selbst stolpert. Ich habe Freunde, die sagen, ich solle mehr an mich denken. Du kannst nicht immer nur Rücksicht nehmen, das geht auf Dauer nicht gut, sagen sie. Ich verstehe, was sie meinen, wirklich. Aber ich sehe auch ihre Hilflosigkeit. Diese Krankheit ist unsichtbar für andere, aber ich sehe sie. Ich sehe sie jeden Tag. Ich erinnere mich an einen Moment, vor vielleicht einem Jahr. Da stand sie im Badezimmer. Sie wollte sich schminken, für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ihre Hand hat gezittert. Der Kajal ist verrutscht und sie hat einfach den Stift auf das Waschbecken geworfen und sich auf den Boden gesetzt. Einfach so. Und ich stand in der Tür. Ich hätte sie aufheben sollen. Ich hätte sagen sollen: Du siehst auch ohne Schminke schön aus. Aber ich habe nur dagestanden wie versteinert und sie hat geweint. Nicht, weil der Kajal verschmiert war, sondern weil sie sich selbst nicht mehr erkannte. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich verstanden habe. Es geht nicht nur um Schmerzen, es geht um Identität, um Würde, um das Gefühl, noch etwas wert zu sein, für sich selbst. Ich drehe mich vorsichtig zu ihr. Ihre Schulter hebt sich leicht mit jedem Atemzug. Ich wünschte, ich könnte sie berühren, einfach so. Aber selbst das ist oft schwierig.
Eine Umarmung kann zu viel sein, ein Streicheln eine Qual. Also warte ich. Ich warte auf die seltenen Tage, an denen Nähe möglich ist. Und ich bin dankbar für jede Minute davon. Manchmal frage ich mich, wie sie das durchhält, wie sie nicht durchdreht. Wenn es mir schlecht geht, kann ich rausgehen, mich aufs Rad setzen, mir Luft um die Ohren pusten lassen. Aber sie kann das nicht. Sie kämpft sich von einem Zimmer ins andere, manchmal nicht mal das. Ich glaube, viele Menschen haben keine Vorstellung davon, was diese Krankheit mit einem macht und mit einer Beziehung. Sie denken, das ist ein bisschen Muskelkater, ein bisschen Verspannung. Sie haben absolut keine Ahnung, welche Auswirkungen diese Krankheit auf den Körper und den Alltag hat. Ich habe mal gehört, Fibromyalgie sei wie ein Feuer im Körper, das nie ganz ausgeht. Und wenn du Pech hast, kommt noch ein Sturm dazu, der es anheizt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so fühlt es sich an, wenn ich sie anschaue. Und trotzdem lacht sie manchmal. Manchmal bringt sie mich wirklich zum Lachen. Und dann denke ich, vielleicht ist das Liebe. Wenn man selbst in den kleinsten Momenten noch etwas Schönes findet. Ich habe übrigens heute im Supermarkt einen ihrer Lieblingsjoghurts mitgenommen. Einfach so. Sie hatte ihn lange nicht mehr. Ich habe gesehen, dass er im Angebot war und habe gedacht, das nimmst du jetzt mit. Ich weiß, dass sie sich freut, auch wenn sie es nicht gleich zeigt. Das sind die Dinge, die mir helfen. Kleine Dinge. Dinge, die ich tun kann. Sie bewegt sich leise, dreht sich ein bisschen zur Seite. Ich halte den Atem an. Manchmal wacht sie dann auf, aber diesmal nicht. Ich schließe die Augen. Vielleicht ist das die Wahrheit, die ich nie ausspreche. Dass ich oft nicht weiß, wie das alles weitergehen soll. Aber dass ich trotzdem bleibe. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil sie meine Frau ist. Weil ich sie liebe. Weil es nichts gibt, was mich jemals davon abhalten könnte, an ihrer Seite zu liegen. In guten und in verdammt schweren Tagen. Und weil ich weiß, manchmal ist Liebe einfach nur das, was bleibt, wenn man schweigend im Dunkeln liegt und trotzdem nicht allein ist. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen noch andere, die nachts wach liegen. Nicht, weil sie nicht schlafen können, sondern weil sie jemanden lieben, der kämpft. Wenn du wissen willst, wie sich so ein Tag anfühlen kann mit all seinen leisen Momenten und lauten Gedanken, dann hör dir die nächste Geschichte an. Sie heißt, was Fibromyalgie mit mir macht. Jeden Tag, jede Stunde, immer.